Magazinwechsel! Und fang an zu rubbeln. Wenn es besonders gut sein soll, wärmt man die Schale in der Mikrowelle vor. Nicht zu heiß, das tut richtig weh. Außerdem kannst du Olivenöl, Aufnehmen, Honig, Spucke, Butter, Salzwasser und als Gleichmittel benutzen. Ich finde, das beste Gleichmittel ist Schmieröl. 15 Sekunden übrig. Wechsel Magazine! Von den Last One kriege ich. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Ich will irgendwas mit Blitz reißen jetzt. Ich liebe Blitz, denn ich sehe so aus wie Blitz. Blitz, der arme Blitz. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Sieht aus, als hättest du Komm. geschlagen. Ich flicke dich zusammen. Ey, wollen wir den retten? Nico, unsere Aktion. Junge, ja, aber in welchem Ort wohnst du? Hier ging gerade ein Fenster auf. Amarang. Was ist das? Ja, ich bin tot. Was? Arthur! Bist du gesprungen? Lol. Ich muss gar nicht, dass er dann stirbt von so einem kleinen Fall. Psst. Guck mal, Schildträger hilft Schildträger. Wir Schildträger halten zusammen. Ja. Willst du mich verarschen? Was ist denn jetzt Sei los? nicht treffen. Geh vor, mit deinem Stell mal Schild. vor, Kapkan-Falle, beide tot. Alter, man sieht durch. Ah, hier oben auf der Treppe ist einer. Ich bin hinter dir. Pass auf. Nein. Okay, die kämpfen So, dort guck. einfach. Ich komm mit dir. Oben Treppe oben. Ja. Guck, der hat sein hier schon weggeworfen. Die sind einfach. Ja, genau. Hurensohn. Da oben ist keiner mehr. Sehr schön. Da oben ist keiner mehr. Ich will einfach nur seine Leiche schänden. Wo wurde es denn? Ja, hab ich auch schon. Guck mal, ich mach hier den Dropper auf. Das ist lustig. Es bleiben noch Alter! Guck mal her, wie OP der Spot ist! Oh mein Gott! Komm her! 5 Sekunden. Guck mal hier! Ich kann hier durchgucken, wenn da jemand ist. Jo! Biogefahrgutbehälter um jeden Aber die Gegner Preis. können auch da durchgucken. Soll ich lieber kaputt machen? Nein, mach's noch ein bisschen mehr hier so. Ich lade nach. Feuerschutz. Ich mach deine Taktik. Digga, nein! 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 Super auf einer Seite. Wir müssen verteidigen. Wow. Oh. Scheiß die Wand an. Fuck! Eigene Truppen gescheitert. Oh. Ganz enttäuscht. Ja. Soll ich vielleicht mal Montage nehmen? Aber darin bin ich eigentlich nicht so gut. Kannst du auch einfach mal vielleicht fragen? Das kannst du auch einfach Ah, mal dann nehme ich halt machen. Montage. Kein Spaß. Nein! Montage. Ich finde, Montage sieht aus wie so ein Franzose, so ein Chinese und keine Ahnung. Hey Juli, willst du eine Nummer von irgendjemandem zuklingen haben? Okay, tschüss. Den
Standort des Biogefahrgutbehälters So. finden. Ja, so ist okay. Die so, nein, warum sollte ich? Die ist vernünftig, wirklich. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Mann, wo ist jetzt meine Scheißgliederung? Wo ist meine Gliederung? Wenn die Gliederung jetzt weg ist, dann eliminiere ich mich heute selber noch mit einem gezielten und präzisen Kopfschuss. Einsatz im Team. Das wäre dann. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Krass, gell? Bist du Halal oder Haram? Halal. Scheiß Cup kann fallen, ey. Ich ihn gesehen hab. So, okay, sehr schön. Jetzt Ich hab bitte. noch 3 Schuss im Magazin. das Jetzt heißt, bitte noch ich hier, muss- genau, ein bisschen höher. Ja, ein bisschen höher. Ja, und jetzt, ja, da müssen eigentlich Leute sein. Ja, genau. Hab ich doch gesagt. Nico. Gut, dass du mich hörst. Jetzt warten. Einfach warten, nicht schießen. Das wissen die ja, Glas und ich bin perfekt. Ja, genau, Smoke hinwerfen. Ja, genau. Jetzt. Nur noch ein Gegner. Ja, sehr übrig. schön. Den Biogefahrgutbehälter sichern. Jetzt bitte runterspringen, dass du stirbst. Eigener Truppengegner eliminiert. Das glaube ich dir nicht, das mache ich immer so, aber okay. Lokalisiert. Nee, aber keine Ahnung, ich fühle mich ein bisschen überfordert heute so mit der ganzen Situation dort. Das Ja, ist die hier- Drohne gehört hier hin. Ne? 10 Sekunden bis zum Einsatz. Also ich fahre dann erstmal in so einen Jammer rein. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Könnte noch 1-2 Minuten länger dauern! Der hat mich gespawntrappt! Arthur, räche mich. Ich räche sie. Hier kriege ich immer die Motivation raus. Ja, weißt du, weil du da die Wundertüte... Nein! Verpiss dich, wenn der C4 wirft. Bin ich das? Nein, der hat C4 in der Hand, ja. Macht's kaputt! Lad nach! Mhm. Hallo, Frost fallen auf. Jo. Ah, die haben gar keinen Frost. Die haben auch keinen Kapkan, also du kannst... So, jetzt komme ich, pass auf. Die haben, auch, Jetzt komme ich. die haben Ich keinen weiß nicht. Frost, die haben keinen Kapkan. Da ist einer! Scheiß die Ja, Wand ja, an. komm, challenge sie. Nee, pass auf. Sie wird wieder von rechts kommen. Jetzt sie kommt, ich höre sie. Ja, sie kommt, rechts. Soll ich challenge? Rechts, sie kommt jetzt. Sie läuft da rum, da. Scheiß die Wand an! Da, noch die Carrier. Messer sie. Ah, du bist der Beste. Gut, dann gehe ich halt dahin. Geradeaus. Und jetzt Weißt du auf was? links in Weißt du, was ich jetzt Raum rein mache? und auf- Ich habe keinen Rauch mehr. Nein, Ich erkundige mich erstmal über die Situation. Okay. ja. Du könntest jetzt Ja. eigentlich die Ash. Ich hätte die Ash retten können, meinst du? Ah, pass auf, der Fuse gerade rein, nicht, dass du von dem Fuse stirbst. Ja. Ah, doch nicht. Mit Sicherung des Behelfsverfahrens, sobald Links, dein Platz. dagegen. Geh in dein Schild. Oh, Arthur! Jo. 4 Kills die Runde. The Dream. It's the Dream. Itzi witzi Spinne, die killt alle Leute. Okay. The Dream. Nicht schlecht. Okay, das. Gegner eliminiert. Mission LOL. Wie hat er das jetzt hingekriegt? LOL! Das war eine sehr gute Taktik. I think that he's a very effective attacking operator because a lot of the drawbacks that he has, and I wanted to give my 2 cents on this topic. I've been playing as him for a couple of days now to kind of get a grasp of why he seems to be so useless, and I wanted to go over some things that I think that Ubisoft could do to make him at least a little bit more effective.
And so I think the biggest thing that's holding him back right now is that there's a lot of things that feel out of your control when you play as this operator. Like, it just feels clunky the way that he's able to move around the map and perform different actions. I think one of the best examples of this is that as soon as you activate your gadget and you flash someone in front of you, you have to wait a good 1 to 2 seconds. It feels like an eternity when you're in the thick of combat before you can even fire your pistol. This has resulted in a lot of frustrating deaths. I activate my gadget, assume I can aim down sight, which of course leaves my gigantic head exposed. We'll get to that here in a second. I assume that I'm going to be able to shoot the enemy in the face, but because there's this random delay, another enemy rounds the corner, and they're able to take me out no problem. If there wasn't this delay, I would have been able to swiftly take out the first guy, hopefully get my shield up for the second, and at least be able to survive that situation. And while I know that some people will argue, well, this is just part of Blitz, it's up, been like this forever, up there, up. Die sind da, wo ich bin. Bis Einsatz. odd aspect about this character. No other aspect of this game has this random arbitrary delay to it, and I don't even think the game gives you any in-game prompts of when you can actually fire your weapon. You just kind of have to play as this guy for a long time, get comfortable for that delay, so that you know when you're able to shoot. Even if you've been playing as this guy for a while, I'm sure you're going to have situations where things are popping off, it's really stressful, you need to get in and out, you need to take this guy down, but because there's this random delay in there, I don't even know why. Did it make him overpowered before? It's like, is this just to kind of tone down his power? You are left floundering, it makes him feel really clunky, and it's just an aspect about this character that I don't really agree with. Another thing I find to be pretty clunky is when you flash an enemy. When you flash anyone in Rainbow Six Siege, they're going to bring up their hand above their face to give you the prompt that they are flashed and that they're probably blind and they have no idea what's going on in front of them. The thing is, though, is that it's not always perfect. If you flash someone at the very end of your range, they might still bring up their hand, but they can still clearly see you. I'm sure you guys have done this against an enemy Blitz that you fight against. You get flashed, you kind of flounder around a little bit to make yourself look like you have no idea what's going on. They aim down sight, and then you promptly just switch on over and shoot them directly in the face. And while this isn't the biggest deal, because the more as you play this guy, the more you start to understand how close you need to be to the enemy before you are going to get that full flash effect, or you're only going to be partially flashed. But it would just be nice if it was more reliable. That's the thing about Blitz, is there's so many things about him that just aren't consistent, and it would be awesome if this aspect about him was more consistent. Now, another thing I think that holds him back is limb damage. If you guys remember when Rainbow Six Siege first released, if you shot someone in the limb, it didn't do full damage. I think it did about 75%, and that meant when you fought against... Okay, hoffentlich spricht er Deutsch, denn jetzt gehe ich erstmal runter als Blitz und werde sie ein bisschen schocken. Pass auf. Okay, dort hinten ist auf jeden Fall einer. Noch ein Gegner übrig. Ja. Ah, the big head exposed. Field operator, and you shot them in the leg or in the arm. While it did a significant amount of damage, it didn't do the full amount of damage. And so if you wanted to slowly whittle them down, that was a possibility, but you couldn't just quickly spray at their feet really quickly and drop them no problem. That, of course, isn't the case anymore. With the update, now my memory is a little fuzzy here, so I might be wrong, but I think the reason why Ubisoft made this change is that shield operators got the buff where if they are near an explosion and they face the explosion with their shield, they don't take the full damage. This, of course, was a godsend to all shield operators because it didn't mean that it was a free kill for anyone that had C4 anymore, but I think the way they compensated for it was that they increased the limb damage so that if you were on defense, you had some reliable way of taking them down. The thing is, though, is that was actually a pretty big nerf to Blitz on a wide scale. Now, if you go against someone, sure, if they have C4, that's not something they have to look out for as much. But now if they just shoot at your feet for half a second, especially let's say you go against a Jaeger, they can take you down almost instantaneously. Like, it's wicked fast how people can drop you if they know what they're doing, and it's all because he doesn't have an extended shield like Monty. He needs to get in people's faces. He needs to kind of run up there, or at least slowly walk up to the enemy, and if they're able just to quickly shoot at your feet very fast, well, you could counter by aiming down sights,
that of course leaves you vulnerable as well, and it just puts you in a very precarious situation. And so I find the more that I play this guy, there's a lot of times where, yeah, I might be able to take out one person, I might be able to drop them that way, but because there is this very large weakness, which is they just can shoot your limbs, I'm slowly getting whittled down the entire match because I have to expose myself. I can't just get an easy headshot against someone, and they will eventually whittle me down that way. And so I'm not trying to advocate that he needs to be a juggernaut, because a long time ago, Blitz used to be a monster. Like, he used to be one of the most overpowered characters in the beta and the alpha. Like, this guy was disgusting. I don't want to see a return to that, but it would just be nice where he didn't feel like things were out of his control. I realize that this is a bit of a more controversial topic, because I know that some people like the way it is right now with shields, because it gives you some way of taking them down now that C4 is no longer as viable. But I think this is a very big weakness of Blitz, and I think that at least some tweaking to this aspect could at least make him a bit better. Now, the final thing, and I'm sure you guys already thought of this as soon as you saw today's video, is addressing his headshot hitbox. It is massive. I don't know why his earmuffs need to be connected to his Eso! Even the earmuffs, as I'm sure you guys know, you're going to be able to drop him with that one bullet. Why? Ubisoft has already shown that all helmets do not indicate a headshot. If we look at Mira, for example, if you shoot her in the visor area, it doesn't actually count as a headshot. Why not take that same philosophy and add it on over into Blitz? First of all, this would just be more realistic, which I know people would be excited about, but also, and more importantly, it would mean that he doesn't have these annoying random deaths that feel out of your control, where the enemy kind of got a small peek of the earmuff on the side of your shield, even though you had your shield up and it seemed like you were looking directly at them. They're able to take you down because of this gigantic headshot hitbox. I am terrified to aim down sight against a competent player who I don't have flashed. Because my headshot hitbox is so large, they just have to be at least halfway decent with their accuracy, and they're going to be able to take them down no problem. And so all in all, while I'm not advocating that Ubisoft changes every single thing that I talked about in today's video, do I think that he would be overpowered if they did? No, I still think that he would be a decent operator, but if they just changed one or two of these things, I think that he would be a lot more enjoyable to play. The thing is that Blitz is actually a lot of fun. Let's go I was forward. surprised at how much enjoyment I was having when I was playing as this character, but then it was overshadowed by the amount of pure frustration when you die to one of these really annoying aspects that are just associated with him. And so give me your guys' thought. Yeah. Oh. Wow. No, you can't. This is not possible. 15 Sekunden. 10 Sekunden. Now. Get him killed. Very good. Wow. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Die Position der Geisel ist gut. Bereit machen. Nun gut.
Wir müssen eine Geisel beschützen. Dies bedeutet, Wandverstärkung wird eingesetzt. die Leute müssen dorthin gehen. Ja. Sie müssen dorthin gehen, um sie abzuholen. Und wenn sie haben, dann würde ich mal nicht annehmen, dass sie dort lang laufen. 5 Sekunden. Jo. Feuerschutz. Ich Sondern eher so in die Richtung. Kontakt zu Geisel. Weshalb ich dann auch hier das Schild hinmache. So nochmal, um den Buff zu zeigen. Buff. 140 Leben. Nicht schlecht, muss man sagen. Nicht? Also, ja, kein Ding. Vielleicht noch einmal? Hey, warte doch. Munition leer. Ja, die kommen von irgendwo dort. So habe ich das Gefühl. So kriegt man dann meistens Headshots, wenn man so herumliegt. Wenn man so ist, ja, weniger irgendwie. Habe ich das Gefühl, keine Ahnung warum. So, wir müssen aber die Hostage beschützen, ja? Die hier. Gehen wir wohin? Ja, wie das Schild umgekippt ist. Ein Gegner verbleibt. Das ist echt eine interessante Position, wo wir hier sind, muss ich echt ehrlich sagen. Gegner eliminiert. Ziemlich interessant. Missionserfolg für eigenen Trupp. Ich gehe nach Hause, tschüss. Du kommst. Alter, die werden ja gerade abgeschlachtet dort hinten. I mean it. Arthur, ich warte nur auf euch, dass ihr langsamer kommt, damit ich hier Stress machen kann. Aha. I mean it. I mean it. Alter! Reflexschuss. Digga, wir haben alle richtig wenig Leben. Ja, der ist verletzt, komm her! Der ist verletzt! Der ist verletzt! I'm running. Der liegt genau hier vor mir. Schnell, schnell, schnell! Dann hab ich auch wieder 50 Leben. Pass auf, dass du auch nicht mich noch erschießt. Ah! Töte ihn, töte ihn. Oh! Töte ihn, töte! Er hat belebt mich, belebt mich. Und geh zurück, geh zurück. Geh zurück. Ein Gegner verbleibt. Oh mein Kill. Oh mein Gott! Nein. Nico, das kommt auf YouTube. Digga, 48 Sekunden, wir müssen was machen. Am besten du gehst, ja, ich habe keine Drohne mehr, ne? Jo. Warte mal, Frostbutton müssen wir nicht aufpassen. Ist nur noch die Valkyrie. Okay, Wo ist die? Ist alles frei da unten? ich schau gerade. Ah, ich weiß, wo die ist. Ja, markier. Nein, nein, ich markiere sie nicht. Sie ist da vorne in dem Raum. Markier! Wenn du da Ich vorne weiß auch, gehst wo die rechts, sind. wenn du da vorne gehst rechts, Ja, wir haben 20 Sekunden, beeil dich! dann ist die halt hier. Okay, hier bitteschön. Aber die ist dahinter halt. 10
10 Sekunden. Geh. Bam. Nice, wir gewonnen. Oh mein Gott, was für eine Hektik, Alter. Das war wirklich krass. Alter, ich hätte nie ganz gedacht, ich dachte, wir hätten die Runde schon fast verloren, Alter. Das war richtig gut, Nico. Ey, ich hab aber auch so 2 Reflexschüsse mit Ey, vor allem, Sniper wie ich abgegeben. die Mira geholt hab, das war ja mal ultra sick, wie ich die Mira gekillt hab. Ich hab 12! Alter, ist auch nicht schlecht. Ey, das war eine richtig gute Runde. Ey, vor allem, wie ich hab das hast du ja nicht leider nicht gesehen, aber wie ich die Mira gekillt hab, ne? Übelst krass, Alter. Ey, Digga, das war wirklich eine ziemlich gute Runde. Load it, cock it, let it blow. Load it, cock it.